Heute schauen wir uns mal die Vespa allgemein an, die LX50, und schauen mal, wo die Dinger eigentlich rosten und was man dagegen tun kann. Und ich zeige jetzt mal diese nostalgischen Stellen, wo die eigentlich immer rosten. Je nachdem, wie schlimm eben, muss man eben mehr machen oder eben nicht. Und ich zeige mal, mit welchen Mitteln man da rangehen kann und wo die Stellen sind. Also wenn ihr euch eine kauft, guckt euch die Stellen besonders gut an. Los geht's. Also hier, das ist ja der aktuelle Fall gerade bei mir. Und wir fangen mal an. Wenn ihr euch eine kauft, dann geht ihr meistens erstmal ans Helmfach, ja, und guckt da rein. Das ist so die einfachste Möglichkeit, wenn ihr eine kauft, da mal zu gucken. Holt das Helmfach raus, da wird auch keiner was gegen sagen. Dann die Stellen sind hier hinten, also hier im Innenbereich, sind die sehr schlecht lackiert. Meistens platzt der Lack hier ab. Also das ist sehr schlecht bei den Vespas. Hier in den Taschen, da hinten, da fängt es an zu gammeln. Ja? Also da fängt oft der Rost schon an, sich festzusetzen. Hier unten auch auf der Auflage hier. Da blättert auch gern der Lack ab und fängt auch gerne an zu rosten. Das sind schon mal wichtige Stellen, die man auf jeden Fall angucken muss. Und wenn man schon solche Stellen nachher hat, dann muss man die auch gleich behandeln. Da gehen wir gleich drauf ein. Dann eben hier diese Stellen. Das sind so die Eckstellen hier auf beiden Seiten. Hier haben wir auch Bleche, die hier überlappen, und da fängt dann an, der Rost zu kommen. Man sieht hier unten schon ganz leicht braun. Die Stellen muss man behandeln. Und das eben beidseitig, ne? Man kann auch mal hier aufmachen. Das empfehle ich dann auch nochmal jedem. Also hier mit dem Kreuz nochmal zum Kerzenstecker, und da seht ihr dann hier eben die Taschen, ne? Hier haben wir Blechüberlappungen, und da fängt es dann auch wirklich an zu gammeln, sehr gerne. Also man sieht hier schon Ansätze von Rost. Und auch hier rein, ja, wo es da reingeht, hier in das Loch hier unten, da geht es dann oberhalb vom Bodenblech entlang. Wenn man eine Endoskopkamera hat, kann man da reingehen. Da ist auch oft Gilb, ja. Also solange es unten nicht durchgerostet ist, hält sich das wahrscheinlich in Grenzen. Aber hier diese Stellen auf jeden Fall behandeln. Dann haben wir als nächstes die Stelle unten. Das könnt ihr auch angucken, wenn ihr eine kauft, eine Vespa. Also hier. Guckt hier ganz genau hinter dem Schutzblech. Und zwar dreht auch den Lenker, damit ihr auch die Stellen richtig seht. Dreht den Lenker wirklich gut und guckt da hinten rein. Da hinten habt ihr auch dieses, ich nenne es mal Rahmenloch hier. Da hockt auch gerne der Gilb, ja, hier bei dem Rahmenloch. Guckt da richtig gut hin, da hockt der Gilb richtig oft und richtig mies. Ja, und dann hier im Spritzbereich, hier unten, hier habe ich schon mal ein bisschen so mit Rostumwandler gearbeitet. Hier unten seht ihr dann auch am Bodenblech, hier kommt der Rost. Und da habe ich das gerne und viel, weil hier direkt der Spritzbereich ist. Genau, guckt euch das genau an. Und wenn der einen Ständer hat, dann macht den Ständer ab, wenn ihr das Fahrzeug habt, weil dahinter sammelt sich eben der Dreck. Und dann fängt die an zu rosten. Auch hier, das sind solche klassischen Stellen, die ihr angucken könnt. Wenn ihr dann zu Hause seid, wenn ihr euch entschieden habt für das Moped, dann macht mal auch die Verkleidung weg, weil hier hockt eben auch der Gilb hier in dem Bereich, da läuft eben das Kondenswasser runter, sammelt sich hier, und dann gibt es hier meistens Oberflächenrost, weil der Lack auf der Innenseite ist immer sehr schlecht bei den Kisten. Also hier habe ich schon mal mit Rostumwandler gearbeitet, und dann macht es auch unter dem Trittbrett Sinn zu gucken, weil hier sammelt sich eben auch Kondenswasser und Feuchtigkeit und Dreck, und dann wird es halt hier genauso die Gilb kommen, ja, hier. Also das gut angucken. Und eben entsprechend auch hier die Schweller unten, die guckt ihr dann eben auch an. Und auf der gegenüberliegenden Seite auch, ne? Hier habt ihr dann auch überall
den Gilb, wo der kommen kann. So, habt ihr das gecheckt? Also das sind eben so Stellen, die könnt ihr dann eben nur hinterher gucken, aber was ihr schon gucken könnt, ist eben auch der Unterboden. Wie sieht der aus hier von hinten? Ja? Also von hinten könnt ihr eben gucken, ist da viel Rost an der Achse dran. Hier seht ihr zum Beispiel einen Rost schon Befall, leichter, noch Flugrostbefall. Weil hier in dem Bereich ist halt auch der Dreck. Ja, hier kommt halt auch der Dreck. Und da haben wir auch Blechüberlappungen. Und diese Blechüberlappungen, da zieht's halt rein, das Wasser. Und also hier die Löcher müsst ihr auch auf jeden Fall mit Hohlraumschutz fluten dann. So, ich denke mal, das sind so die wesentlichen Stellen. Innenwangen habe ich ja schon gesagt. Was kann man dagegen tun? Oder welche Mittel gibt's? Ne? Also kommt immer drauf an, in welchem Zustand das Moped sich befindet und was ihr denn erreichen wollt. Also zum Beispiel, was ich empfehle, also ich verlinke es dann auch unten, das ist Fluidfilm, das ist ein richtig geiles Zeug, das ist wie so ein Fett und das hat eine Langzeitkriechwirkung, auch für Hohlrauben und so. Gibt es auch entsprechend diese Sonde dafür. Das könnt ihr schön einsprühen damit und das wirkt ziemlich lange gegen Feuchtigkeit und Dreck. Dann könnt ihr unten auf den Unterboden einen Wachs auftragen. Hier ist das Premium-Wachs, Dinitrol und Dinitrol Carline. Sehr gutes Wachs, gibt es in verschiedenen Farben, braun, schwarz hier eben transparent. Kostet auch eine Stange Geld, würde ich empfehlen. Nehmt es wirklich vielleicht bei einem guten Fahrzeug oder euer Liebhaberfahrzeug, dann nehmt ihr so eins. Wenn ihr jetzt ein Fahrzeug habt, wo ihr eh nicht lange fahrt oder wo halt mal kurz und ein bisschen Korrosionsschutz und nicht viel Geld investieren wollt, warum auch immer, da reicht euch auch hier so ein Nikrin. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Wachs. Das konserviert eigentlich auch relativ gut, wenn ihr das schön dick aufsprüht, vielleicht mehrere Gänge macht. Hier Hohlraumkonservierer, das ist auch wirklich nicht teuer, das kostet wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, ein Zehner oder so ist also so für solche Sachen mal eben geschwind und soll nicht viel kosten, dann nimmt ihr sowas. Dann habe ich hier nochmal einen Dinitrol Korrosionsschutz Universal Performance Wachs. Das ist also auch ein richtig geiles Zeug von Dinitrol, ist hitzebeständig, stark wasserabweisend und verhindert Eindringung von Wasser und es ist auch für Hohlräume und so geeignet. Also das würde ich zum Beispiel auch bei euren Liebhaberfahrzeugen anwenden. Genau. Dann gibt es noch ein geiles anderes Zeug, auch von Dinitrol. Das heißt ML, also ML, Dinitrol ML. Und das könnt ihr gerade hier so auf diese Kantenfalze sprühen. Das zieht rein und verschließt innen quasi wie so eine Art Wachs. Das ist so eine Mischung aus Öl und Wachs, würde ich mal sagen. Und das konserviert da innen richtig gut. Die Kisten sind, glaube ich, nicht mal verzinkt. Und die sind sehr anfällig auch für Rost, auch an den Schweißpunkte und so. Da solltet ihr erstmal den Bock schön reinigen, sauber machen. Und Feuchtigkeit sollte dann nicht mehr vorhanden sein. Stellen, die schon korrodiert sind, wo ihr schon Korrosion entdeckt, leichter Flugrost und sonstiges, bisschen abbürsten, sauber machen. Dann nehmt ihr einen Rostumwandler, vielleicht einen Brunox, 2 Komponenten, Rostumwandler, sprüht den drauf, lasst den schön über Nacht einwirken. Könnt ihr danach nochmal nachbehandeln mit Lack, irgendwelchen Lack oder ihr nehmt dann eben das Wachs zum Versiegeln. So, wir machen jetzt hier eine Low-Budget-Konservierung. Soll nichts kosten oder nicht viel kosten und entsprechend werden wir jetzt einfach die Stellen konservieren, so günstig wie möglich. Und das Fahrzeug wird nicht lange bei mir bleiben und daher werden wir einfach nur eine Rostvorsorge machen und den Rest wird dann der Besitzer wieder übernehmen. So, jetzt guckt einfach mal zu. Also was ihr auch machen könnt, ist dann
die Bereiche, ihr solltet auf jeden Fall den Hauptständer oder den Seitenständer wegmachen, weil unter dem befindet sich auch viel Dreck. Ja, und Vorsicht, die Schrauben reißen gerne ab oder gehen schwer auf. Tut euch da ein bisschen Mühe geben. Nicht rabiat rausmachen, dass sie rund werden und sonstiges. Setzt neue Schrauben ein und fettet es gut ein nachher, damit ihr da Ruhe habt. Also ich beginne jetzt erstmal. Ich habe hier noch eine ältere Dose Nigrin Hohlraumkonservierer und ich sprühe jetzt hier mal ein bisschen was ein. Und meine Methode ist jetzt eben erstmal den Wachs zu nehmen. Dann werde ich mit Fluidfilm drüber gehen an die Stellen, weil wenn das Wachs dann ausgehärtet ist, es irgendwann mal Risse kriegt, das Wachs, dann ist drüber noch Fluidfilm und das zieht halt dann in die Risse ein und verschließt es. Und damit habe ich eigentlich schon gute Erfahrungen gemacht. Also wenn es so eine günstige Behandlung ist, dann macht es eben so. Und wenn es eine teure Behandlung ist, dann tut es hier schön mit ML von Dinidrol die Falze und alles schön einsprühen, abtupfen mit einem Mikrofasertuch und anschließend nimmt er einen High-Performance-Wachs. So. Also ich sprühe jetzt hier eben diese Stellen ein, die eben hier sehr oft anfallen. Auch hier unten im unteren Bereich, da gut einjauchen das Zeug. Vor allem rosten sie hier in den Ecken. Ne? Hier diese Kanten, hier bei den Doppelblechen und hier drunter, da kommt der Rost gerne. Der liebt diese Stellen hier. Und auch hier diese Ding, wird das hier schön eingesprüht. Genau. Ihr macht es natürlich dann ein bisschen ordentlicher wie ich. Also das ist jetzt einfach nur im Zuge des Service, nenne ich es jetzt mal. So ein bisschen Rostvorsorge. Genau die habe ich gesucht. Gut, dass die auftaucht. So, jetzt sabbert die Dose schon ziemlich. Jetzt lasse ich ein bisschen trocknen. Also wir sprühen jetzt auch hier nochmal ein bisschen so die Eckwangen ein hier. Also das spritzt ziemlich arg, dieses Nigrin. Und auch diese unteren Stellen schön einjauchen. Also das passiert jetzt hier im Zuge des Service, bisschen Behandlung. So, einfach um eben Schlimmeres zu verhindern. Hier steht ja auch, verdrängt Wasser und stoppt vorhandene Korrosion. Kriechvermögen mit dauerhaftem Wachstum, also deswegen wahrscheinlich so flüssig, weil das hier ein sehr gutes Kriechverhalten hat.
Genau. Man sieht hier schön, dass hier das alles richtig schön geflutet ist, richtig schön gefettet mit diesem Zeug hier, nenne ich es jetzt. Und ich lasse es jetzt mal ein bisschen einwirken. Wenn es ein bisschen fester ist, dann kann man hier noch das Fett drüber sprühen. Also quasi das Fluidfilm. Als nächstes hier für den Hohlraum, diese Löcher hier hinten, da geht es aufs Bodenblech. Die werden wir jetzt ein bisschen behandeln. Und zwar nehme ich hierfür das Fluidfilm. Und da habe ich eine Druckbecherpistole. Also ich habe hierfür so ein Hakenset. Hier gibt es so ein Hakenset. Mit dem Haken kann man nochmal in die Ecken rein. Und so eine Verlängerung hier, so ein Schlauch mit Düse, wo das in alle Richtungen quasi sprüht. Und dafür nehme ich jetzt diese Pistole und die ist mit Fluidfilm gefüllt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Verwende ich immer bei Autos eigentlich, Hohlraumschutz, dass die so im Ring dann quasi sprüht. Die hat hier so Ringöffnungen. Das Ganze schließen wir jetzt mal da an. Druck ist drauf. Bereit. Das ist so ungefähr 1 Meter der Schlauch. Das müsste reichen. Schauen wir mal, ob da überhaupt was rauskommt. Ja, es kommt auf jeden Fall was raus. Also das Ding fahren wir jetzt ganz da rein. So, oh, das läuft auch schon überall anders hin. Also machen wir auch hier rein ins andere Loch. Bin ich am Ende irgendwo. Schiebe es einfach ganz hoch, soweit es eben geht. Genau. Kommt schon ordentlich Gülle mit. Also es stäubt richtig heftig. So, da sieht man, also wie das alles schön durchdrängt ist. Da wandert das Fluidfilm hin, ist eine richtig geile Sache. Ballert es richtig gut da rein, überall wo er reinkommt. Also auch hier in das Loch reinballern, überall. Und das kann man auch oben in den Tunnelrahmen schieben. Genau. Also hier rein, da spritzen wir auch noch mal ein bisschen was. Und zwar geht es da in den Tunnel da rein, Rahmentunnel, soweit es eben geht. Und da holen wir noch mal, spritzen wir auch noch mal rein. Gut. So, also ich meine mal, das ist eine gute Sache, so das zu machen, so konservieren, und den Rest kann man jetzt nochmal, wenn das ein bisschen trocken ist, das erste Wachs mit der Fluidfilm-Dose nochmal drüber. Genau, und dann wird es sich auf jeden Fall in alle Ritzen und Löcher verteilen. Ja, das andere war dieses Dinitrol-Hohlraumschutz. Zeug, das ist auch so ein weißes Zeug. Ich habe es jetzt hier gerade nicht nochmal. Gibt es also auch in 1 Liter Dosen. Ist auch richtig geiles Zeug, ist ähnlich wie Fluidfilm. Und das wandert da auch richtig schön rein. Also das könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Die Vespa, die kann ich jetzt dann wieder zusammenbauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Ciao.